In diesem Video geht es um dieses spezielle Teil hier. Könnte aus einem SM-Studio stammen, ist aber ein Gaff. Rutsch. Verschiedene Gaffs habe ich ja schon in vorangegangenen Videos vorgestellt. Auch wie man eins selber baut. Natürlich könnte man auch dieses selbst herstellen, doch bedarf es da zumindest einiger Kenntnisse im Metallbau und vor allen Dingen der Möglichkeit, Edelstahl zu schweißen. Denn das Teil ist natürlich aus rostfreiem Stahl. Das muss es auch sein, denn bei Rostbildung besteht die Gefahr, dass es kontraproduktiv wirkt, wie ich noch zeigen werde. Überhaupt muss diese Vorrichtung glatt poliert sein. Es darf sich keine Schweißperle daran finden und keine scharfe Kante. Dadurch, dass diese Gaffs nicht industriell gefertigt werden, finden sich einige Ungenauigkeiten. Nicht ganz genau in der Flucht, etwas verbogen, nicht ganz im Winkel und so weiter. In solchen Fällen muss man das Gestell gegebenenfalls selber richten können und eben auch scharfe Kanten wegpolieren. Gekauft habe ich dieses Höhengaff, wie ich es aufs Deutsch bezeichnen würde, auf Gran Canaria. Dort nennt man es Sacadeira Canaria, Bichero del Muelle oder Bichero de Altura. Auch in Portugal sind solche Gaffs bekannt und auch in Australien, wo man es Cliff Gaff nennt. Oft werden die Gaffs in verschiedenen Größen angeboten. Das hier ist eine mittlere, zumindest von denen, die auf Gran Canaria erhältlich sind. Kostete 40 Euro, man findet sie allerdings im Internet auch bis zu 130 Euro. Ein paar Links und weitere Infos findet ihr wie immer in der Beschreibung unter dem Video. Wie und zu welchen Zwecken man dieses Gaff einsetzen kann, seht ihr jetzt. Das hier ist eine Sacadeira Canaria, würde ein Canario jedenfalls sagen. Jedenfalls ist es ein Drahtgestell, aus Edelstahl natürlich, um schwere, große Fische rauszuziehen an Spots, wo ein Gaff nicht reicht, also von Felsen runter, von Steilwänden runter, von tiefen Molen runter, um halt den Fisch an der Schnur runterführend zu haken. Das Ganze wird hier eingehängt. Wie man sieht, habe ich die Öffnung des Höhengaffs mit 2 Kunststoffschläuchen modifiziert. Ansonsten besteht natürlich die Gefahr, dass die durchlaufende Schnur unter Umständen herausrutscht. Und läuft dann über die Schnur, also über die Angelschnur im Normalfall, runter zum Fisch und klappt sich dann hier mit diesen geöffneten Haken über den Fisch drüber. Da muss man halt ein bisschen ruckeln und zappeln und dann bohrt es sich in den bedauernswerten Fisch halt rein und man kann ihn halt rausziehen. In diesem Fall brauchen wir aber dieses Höhengaff, dieses Felsengaff, für einen weiteren Versuch mein iPhone bzw. das Stativ damit zu haken und das iPhone damit zu bergen. Hier habe ich auch schon das Gaff mit dem Magneten unten dran. Und ich hatte eben das Gefühl, dass ich auch das Stativ erwischt habe. Und jetzt versuche ich mal, weil der Magnet alleine das Stativ nicht hochziehen kann, versuche ich jetzt mal mit dem Höhengaff praktisch das über die Schnur auf das Stativ laufen zu lassen, zu haken und hochzuziehen. So der Plan. Wir werden sehen, ob es funktioniert. So. Ich hoffe, man kann es gut erkennen. Jetzt lässt man einfach dieses Höhengaff da runtersausen. An dieser Schnur. Als Schnur in Anführungszeichen habe ich ja ein dünnes geflochtenes Seil verwendet. Hat den Vorteil, dass es lockerer läuft und griffiger ist, aber den Nachteil im Vergleich zum Monophil, dass es eben sich unter Umständen mit dem Köder verhängt. Das ist übrigens generell die Schwäche dieses Gaffs. Denn natürlich können auch Haken an dem Gestell hängen bleiben und man reißt dann unter Umständen den Haken mit Köder aus dem Fisch mal raus und hat den Fisch dann eben wieder verloren. Oder anders gedacht, man könnte dieses Höhengaff natürlich auch als Köderretter einsetzen. Naja, zumindest hat es geklappt. Wir haben den Magneten hochgegriffen. Ich habe das im Ring eingehakt. In dem Fall habe ich also den Magneten gerettet. Oder besser ausgedrückt, ungewollt den Magneten wieder vom iPhone abgezogen. Also den Ring, den musst du da einhängen, durch die beiden roten Dinger durch. Genau. Jetzt langsam, am besten langsam, sonst kann sich's unter Umständen verknuddeln. Jetzt langsam runterrauschen lassen. Ja, einfach loslassen jetzt. So, und jetzt lässt du einfach immer mehr Schnur nach. Holst du die Spule, nimm die Haspel in die Hand. Jetzt nicht loslassen. Am roten Griff festhalten. Jetzt das einfach runterplumpsen. Genau. Halt die Schnur zwischen den Fingern so ein bisschen, damit es nicht hier sich überschlägt. Genau, so ist es am besten. Ja, aber wieder einmal waren wir auch an diesem Tag mit dem iPhone-Bergungsversuch erfolglos. So, dann wollen wir das Höhengaff mal in der Praxis in einer realen Angelsituation einsetzen. Denn bisher hatte ich es nur als Notgaff beim Mahi-Mahi-Angeln dabei, denn hierbei kann ein Teleskopgaff aufgrund der Kraft des Fisches und den Felsen leicht zerbrechen. Ich fische hier mit meiner schweren Meeresspinnen-Kombo.
Rute mit 170 Gramm Wurfgewicht, Daiwa Saltist 5000 die Rolle, vergleichbar mit einer Shimano 10.000, 22er geflochtene Schnur, 23 cm Gummifisch mit 80 Gramm Bleikopf. Ui, ein Dorsch, glaube ich, ein dicker Dorsch. Hoffentlich verhakt er sich nirgendwo. Ab hier mal ungeschnitten weiter, damit man real sieht, wie lange es dauert, bis man den Fisch sicher mit dem Höhengaff gelandet hat. Fühlt sich schon schwer nach Kraut an da unten. Uff. Yep. Ja, Mann. Habe ich keinen Pollack? Oh, Mann. Fühlt sich nicht sicher sitzend an, das ist das Problem. Wo kommt er? Jo, ein fetter Dorsch, ach, was für einer. So, jetzt probieren wir mal die Sagadera Canaria aus. Und zwar an dem Beispiel dieses bedauernswerten Dorsches. Dazu muss man halt, dass nicht einfach alleine ist, das Ganze hier einhängen. Jetzt natürlich mit einer zweiten Person. Und dann langsam das Ganze auf den bedauernswerten Fisch herunterlassen. So etwa. Muss natürlich warten, bis sich der Haken an dem Fisch richtig festgesaugt hat und man nicht den Köderfisch absaugt. Das ist gar nicht so einfach, wie man sieht. Dabei kommt einem zum Nachteil entgegen, dass der Dorsch halt kein besonders aktiver Kämpfer ist, der sich dann auch nicht so gerne selbst da festsaugt. Aber jetzt haben wir es wohl. Muss natürlich gucken, dass der Dorsch, der Fisch sauber gehakt ist. Scheint so. Rolle aufmachen natürlich. Schnurrfangbügel auf. Falls irgendwas passiert, der Haken abreißt, dass man trotzdem das Ganze noch hochziehen kann. Und dann das Ganze hochgeliftet. Jo. Und da ist der Dorsch. Mit Sagadera Canaria gelandet. Auch nicht so brutal, sondern ein ganz normales Gaff. Sogar eine ganz normale Gafflandung, eine schöne Gafflandung. Habe ich Glück gehabt. Es könnte natürlich auch sein, dass ich so einen Haken daneben auch ins Auge oder sowas spießt. Nicht so schön. Aber jetzt gerade für die Filmkamera ist natürlich ideal, dass es dann so sauber gelungen ist. Bestens.